5 Meter und etwas unter 30, ja. Das ist phänomenal. Er ist so lang wie mein VW T6, ein bisschen länger ist er. Und er ist knapp über 5 Meter. 5 Meter und 27, stimmt das? 5,26 Meter. 5,26 Meter 26. Elia, grüß dich. Hallo Sven. Ja, das Fahrzeug wird im Moment in der Länge nicht so oft nachgefragt. Aber du hast mir erzählt, du baust jetzt einen City, der ein bisschen anders ist, ich sag mal, wie der, den wir gleich filmen werden. Und du wirst mich mal kurz aufklären, was kann der neue anders? Also wir haben 2 Modelle auf dem kurzen Radstand mit 5,26 Meter Fahrzeuglänge. Ein Fahrzeug mit Hochdach. Das Fahrzeug kommt in der Grundversion mit einem Flachdach. Das Dach wird rausgeschnitten und dann machen wir unser eigenes Schlafzimmer drauf. Das wird ein Trend. Der City hat das Original Mercedes-Benz Hochdach, ähnlich wie dieser hier. Und das Besondere, ich habe jetzt für mich und für meine Frau, muss ich sagen, für den Sommer einen City mit Vorderradantrieb bestellt, weil die Stehhöhe nachher 2 Meter hoch ist. Das heißt, ich habe nachher 2 Meter Bett, 2 Meter Längsbett, 2 Meter Stehhöhe bei einem Fahrzeug, was 5,26 Meter ist. Nochmal, du hast 2 Längsbetten. Ja, der City wird ein Längsbett haben von 2 Meter Länge. Die Stehhöhe ist 2 Meter im Fahrzeug und die Außenlänge vom Fahrzeug ist 5,26 Meter. Ja, man muss dazu sagen, dass hier ist jetzt die Höhe 1, Ja. das ist die Länge 1 und es gibt nicht die Höhe 3 bei Mercedes-Benz als Länge 1, sondern es gibt nur die Höhe 2. Ja, wir benutzen die Höhe 3 sowieso nicht. Dieses Dach, was Mercedes-Benz auch bei den längeren Fahrzeugen anbietet, ist nicht geeignet für ein Dachbett. Es ist sehr schmal und es ist nicht so langlebig wie das Dach, was wir drauf machen. Gut, das heißt also, ihr habt eigene Dächer, hier vorne sieht man die. Auch das, komm, wir gehen mal rein, wir zeigen mal, was so auf 5 Meter und 26 geht. Wir zeigen den Trend. Den City wollen wir, so Gott will, in Düsseldorf auf dem Caravansalon präsentieren. Den Trend haben wir jetzt hier drin. So, der steht hier vorne um die Ecke. Das Licht ist ein bisschen tief, aber das macht jetzt nichts. Denn hier vorne sieht man dieses wunderschöne Hochdach, was ihr entwickelt habt. Das ist jetzt sehr kurz, das Dach. Klar, kurzes Fahrzeug, kurzes Dach. Genau, das heißt, auch jedes Dach bedeutet, ihr müsst euch da was überlegen. Das muss auch zugelassen werden, das muss getestet werden, nehme ich an. Natürlich, das ist ein Dach mit Zulassung, das ist mit Überrollkäfig und fahrerischer Käfig. Das ist ein Dach wie bei den längeren, nur ein bisschen kürzer. Also auch hier 5,26 Meter Länge. Die Tür mal zu, dass man die Länge bis hier so sieht. Ja. 5,26 Meter lang. Das heißt, das optimale Fahrzeug für sogenannte Cityhopper. Das sind Leute, die öfters in Städte fahren, parken und jetzt nicht nur auf Campingplätze oder außerhalb der Stadt parken. Hier kann man auf jedem Pkw-Parkplatz wie ein Pkw parken. Gut, Allrad möglich? Nicht ab Werk, sondern nachträglich von Obereigner, Achleitner oder von Igelhaut. Okay, also geht möglicherweise. So, und jetzt schaue ich mal gerade. Das heißt also, ich bin hier mit einem Fahrzeug knapp über 5 Meter. Ich komme auf jeden Parkplatz nahezu. Ja, also da, wo ein normaler Pkw-Kombi parken kann, können wir hier auch parken. So, jetzt kommt's. Es ist der absolute Hammer. Denn du hast, ich sag mal, du musst nichts umbauen. Du hast hier oben dein Bett. Wir haben oben im Dachbett ein 2 Meter langes Bett. Unten eine Sitzgruppe für 4 Personen, wo auch ein großer gut sitzen kann. Wir haben einen Kühlschrank auf Arbeitshöhe, ohne sich bücken zu müssen, Toilette, Dusche. Es ist ein komplettes, vollwertiges Reisemobil auf 5,26 Meter. Mit Heckbad. Mit Heck, Querbad. Klar, der Platz muss, wenn wir längs hätten, wären wir ein bisschen vom Platz her quer. Wir haben nur Platz hier quer hinten drin. Preis von dem? Glaube ich, 75.000 Euro. 75.000 Euro, wie er hier steht. Aber in Manufakturfertigung. Ihr habt kein Fließband. Lieferzeit sind knapp 16 Monate? 16, 17 Monate. Das ist das Grundmodell. Das, was wir gerade draußen gesehen haben, das zum Beispiel ist Serie. Da kommt der Kunde und sagt, ich möchte das Campingfenster nicht. Ich möchte das Original Mercedes-Benz-Glas ab Werk in dunkel, damit man sich nicht als Camper erkennt. Dann bestellen wir es mit Glas. Das kann man dann nicht öffnen. Das kann man nicht öffnen. Aber dafür ist es etwas dezenter, wobei mit dem Hochdach, ganz ehrlich, da kannst du auch das Fenster drin lassen, weil das ist jetzt erkennbar. Kunde ist König, er kann auch oben dunkle Einsätze reinmachen. Nee, ihr könnt auch das Fenster oben weglassen, was nicht zu empfehlen ist, aber ich sag mal, und dann Blumen-Schmidt draufschreiben. Haben wir auch einige Male, wir haben schon Elektromüller, Hochtiefbau, sogar Kanalreinigung einige Male. Also die Kunden, die in Städte reinfahren, die wollen nicht erkannt werden.
Das ist so, damit es aussieht wie ein Arbeitsauto. Drinnen ist was ganz anderes, aber du kannst auf Wunsch dann zum Beispiel Dachventilatoren machen, die keine Aufbauhöhe haben. Das hast du auch. Es gibt aus dem Schiffsbau sogar Fenster, Sonderbestellungen, die sehr flach sind. Haben wir auch gebaut. Wenn das Gewicht es zulässt, machen wir auch Glasfenster rein. So, komm, wir schauen mal hinten rein, denn das Thema Zuladung ist eine Sache, aber da geht noch was hier hinten. Hier haben wir keine größere Geschichte mit der Zuladung, weil der relativ leicht ist. Das ist jetzt hier hinten die Nasszelle. Hier duscht man im Vorhang. Du bist etwas zu schnell, ich war gerade unten. Unten. Sorry, ich war mit der Kamera Alles unten. gut. Hier ist der Stauraum, das heißt 1,78 Meter. Genau, sag mal gerade zu die Poma die Euroboxen, dass man das mal sieht. Du hast das optimiert für Euroboxen. Ja, ich kann die mal kurz holen, wenn du willst. Bitte, mach mal gerade. 3 Euroboxen passen rein, denn das ist ein ganz tolles System. Ich habe es schon gezeigt, ich habe jetzt auch Euroboxen bei mir eingebaut. Und du brauchst aber keinen Auszug für die Euroboxen, weil die Euroboxen problemlos einfach so erreichbar sind. Also wir haben auch Schienensysteme, die Euroboxen fixieren. Der Stauraum ist so gemacht, dass wir hier problemlos in 3 Euroboxen reinstellen können. So, sogar noch ein bisschen höher. Man hat sogar noch ein bisschen höher. Es gibt verschiedene Größen und trotzdem noch Platz hat für andere Sachen zum Reinmachen. So, also da hast du 3 Euroboxen. Wenn du mal gerade eine rausziehst jetzt, so und die mal gerade öffnest, die sind riesig und da kann ich dann viele Dinge unterbringen. Die gibt es in verschiedenen Höhen. Die ist jetzt 22 cm hoch. Die gibt es auch ein bisschen größer. Es bietet sich an, wenn man sagt, ich packe mein Zeug zu Hause ein und trage es rein. Und wenn ich nachher wieder zurück bin, trage ich es wieder zurück. Ja, ich kann noch zum Beispiel eine Winterbox machen, eine Sommerbox, ich habe eine Elektrobox, ich habe eine Kabelbox. Werkzeug in einer Box, in einer Box sind Socken oder Wäsche oder wie auch immer. Hier muss man nicht, hier hat man ein bisschen Ordnung. So, das ist eigentlich auch ein tolles Handwerkerauto für zum Beispiel einen Unternehmer. Ja, das heißt, wenn jemand sagt, ich mache Werkzeug und so weiter, kann man hinten auch was reinmachen. So, also viele, die zum Beispiel Schreiner sind, die haben die wahre Freude bei euch. Alle Fahrzeuge sind handgefertigt in Schreinerqualität, alles verleimt und verzapft mit Lamellos. Also das ist wirklich hochwertiger Möbelbau vom Feinsten. Also wir haben hier ganz klare Produktion in Handarbeit. Wir bauen alles hier vor Ort, sind auch deswegen flexibel, sowohl bei den Farben als auch bei den Grundrissen. So, hier extrem servicefreundlich. Also so gut kam ich noch nie an eine Kassette ran. Auf Arbeitshöhe, klar. Genau. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal sieht. Also die Kassette ist hier komfortabel zum Rausziehen. Und wenn die nachher für den anderen zu schwer ist, kann man die sogar auf Räder hinter sich herziehen. So, die Profis kennen das. Du hast aber auch auf Wunsch Trockentoiletten, das heißt, das geht auch, muss der Kunde nur sagen. Bio-Trenntoiletten in der Serie ist das die C200-Toilette von Tedford. Es geht natürlich auch die Airheat Bio-Trenntoilette oder andere, das heißt, hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Wir haben optional mehrere WCs zur Auswahl. So, zeig mal gerade links, da ist noch mehr Stauraum. Platz für 2 11 Kilo Gasflaschen bei Okay. einem Fahrzeug bei 5,26 Meter. Der hat Gasheizung. In der Serie Gasheizung. Gut, geht aber auch Diesel auf Wunsch. Geht aber auch optional die Truma-Kombi Diesel. So, hier links ist noch ein bisschen Platz. Da kann ich noch was Platz reinmachen. für Kabeltrommel, für Ladekabel, für was auch immer. Ist ja schade, dass ihr das nicht zugänglich gemacht habt. Hier wäre toller Stauraum. Das ist Stauraum noch von der Innenseite. War Spaß. Also man versucht ja keinen Zentimeter zu verlieren. Hier ist das Waschbecken wieder. Genau, das schauen wir uns gleich mal von innen an. Genau, das ist die Dusche. Das heißt, die kann ich als Außendusche benutzen. Da kann man auch Hunde, Tiere, zum Duschen. genau, ab. Hundebesitzer oder was auch immer. So hat man Innen- und Außendusche in einer. Oder Strand und so weiter. Das heißt, ich habe also vielfältige Möglichkeiten, um das zu nutzen. An den Füßen hat oder was auch immer, kann man sich draußen abduschen. Rückfahrkamera, die habt ihr mitbestellt auf Werk? Das ist jetzt hier eine eigene Rückfahrkamera. Die hängt vorne an dem System oder hat die einen eigenen Bildschirm? Die läuft über den Mercedes-Benz Radio, aber die Rückfahrkamera ist von uns. Okay, das ist mit dabei. Ja, die Stühle, hol sie mal bitte raus, dass man das sieht. Hier, das sind 2 Campingstühle und ein Tisch. Ach so. Das sind wir dafür. Und ein Tisch. Und ein Tisch, ein Campingstuhl. Du bist ja hier Zauberer, das heißt, du holst aus dem kleinen Loch Wir dann... arbeiten hier im Magazinsystem, das heißt, man muss ein bisschen nach links, da kann man den Tisch rausziehen. Boah, Auch die Ecken
vom Kastenwagen, die normalerweise nicht erlauben, dass man eigentlich viel belädt, machen wir es so, dass wir sagen, wir schieben es hier rein Das Magazinsystem. und dann schieben wir es nach rechts. Dann können wir den Raum für 2 Stühle und einen Tisch nutzen. Jeder Genau. Zentimeter ist hier sehr kostbar. Stell mal rein. Das Ganze wird dann auch noch, da könnte man jetzt sogar noch ein bisschen Schaumstoff dazwischen machen. Das wird nachher angeschnallt, Ach so, da wird's fest. festgemacht und dann ist okay. Okay, dann wackelt's nicht mehr. Das ist hier Platz für 2 Stühle und einen Tisch. Jedes Reisemobil von uns hat bestimmte Plätze. Es ist immer so, dass ein Tisch und 2 Stühle bei uns Platz haben. Ich komme mal nicht über den Platz hier drunter weg. Das hier ist Stahl, das heißt also die Unterkonstruktion? Das sind Stahlträger. Das hast du in der Produktion vor 2 Wochen gesehen. Der ganze Boden ist aus Stahl. Ich werde danach ein anderes Fahrzeug zeigen. Ja, ganz kurz. Ja, Sogar 6 Boxen rein. 6 Boxen. 6 Boxen. Okay, klasse. Gut, es hängt ja auch ab natürlich von Der Fahrzeuglänge. der Fahrzeuglänge. So, wir gucken mal kurz rein. Auch da hast du die eierlegende Wollmilchsau. Du darfst gerne mal hin und zu machen, dass wir die Raumgröße einfach mal sehen bei der ganzen Situation. Und ich bin mal unglaublich gespannt. Also fangen wir vielleicht hier an mit der Sitzgruppe. Wir haben eine 4er-Sitzgruppe, wo auch jemand Größeres hier sitzen kann. Ich bin 1,93 Meter groß, kann komfortabel sitzen. Der Tisch ist hier flexibel, man kann ihn bewegen, man kann ihn während der Fahrt lassen oder auch wegmachen. Kann man hinten in den Stauraum reinmachen. So, das ist unglaublich viel Raum. Ich zeige das mal gerade. Also du bist 1,93 groß. Ja. Wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir irgendein Bett umbauen müssen. Das Bett ist hier oben drüber. So, wir sprechen über ein Fahrzeug 70.000 €, aber Mercedes-Benz, Handwerksqualität, Kompressor, Kühlschrank, Hochdach, Permanent verfügbares Doppelbett. genau, permanent verfügbares Doppelbett, wobei du das zeigen wir gleich mal, die Bettauflagen kannst du liegen lassen. Ja, das heißt, das Bett ist permanent verfügbar. Man kann Bettzeugs, Kopfkissen, alles liegen lassen. Wenn man das Bett nach oben drückt, ist alles verstaut. Schön. So. Made in Germany komplett. Das heißt, das Fahrzeug wird in Deutschland gebaut, es wird hier gefertigt in Baden-Württemberg. Das wird alles im Bretzfeld bei Heilbronn produziert. Das ist an der A6 zwischen Nürnberg und Heilbronn. Schön. So, und auch hier Sitzplätze, Anzahl der eingetragenen 4. 4 eingetragene Plätze, 4 Dreipunktgurte. Zuladung, das nackte Gewicht von dem Auto. Das Fahrzeug wiegt ca. 2,8 Tonnen. Das ist der kurze Radstand. Kurzer Radstand, das heißt 700 Kilo. Da ist aber Fahrer, Sprit nicht dabei. Das Eigengewicht sind 2,8 Tonnen. Man hat 700 Kilogramm für 2, 3, 4 Personen, Wasser und Diesel. Ja, es sieht von außen ein bisschen komisch aus, weil die Verteilung proportional bei so einem kurzen Fahrzeug ist natürlich lustig, aber du siehst es innen überhaupt nicht. Nee, also der ist von außen 2,26 Meter lang und mit Dachluke knapp 3 Meter hoch. 5,26 Meter lang. 5,26 Meter. Ja, genau. 5,26 lang und 3 Meter hoch. Innen drin hat man eine ordentliche Halbdinette, wie bei größeren, längeren Fahrzeugen, dass man auch für die Zeig das mal, Kniefreiheit... ich muss es von außen zeigen. Das heißt, man hat auch für die Kniefreiheit, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte vom Tisch hier und den Tisch kann ich noch verschieben. Das heißt, auch ein 2 Meter Mensch kann hier problemlos ohne irgendwas sitzen, auch wenn das Bett runtergelassen wird. Ich kann es nachher mal kurz zeigen, kann ich drunter sitzen. Das heißt, das Bett und die Sitzgruppe können gleichzeitig benutzt werden. Wenn die Gattin morgen länger schläft, kann man unten noch sitzen und ein Buch lesen. Genau, das heißt, du kannst das Bett runterlassen, dann hast du natürlich als großer Mensch ein bisschen weniger Platz, aber du kannst Ich essen. kann noch sitzen. Das heißt, sitzen. es kann oben einer schlafen, der Sitzbereich kann noch benutzt werden. Notbett geht. Bei der Sitzbank ja. Das heißt, die Sitzbank kann man zu einem Notbett umbauen. Es ist ein drittes Notbett mit 3 Polstern. Mit 3 Polstern, die legt man einfach um. Ist das schwer? Das wird umgelegt, haben wir bei dem Video in Bern schon gezeigt. Genau, haben wir ein Video in Bern schon gezeigt. Also das funktioniert. Das wäre dann für ein Kind zum Beispiel toll oder für wen auch immer. Ich habe also unglaublichen Oder für die Platz. Schwiegermutter. So 1,93, stell dich mal hin, das geht. Ja. Also unterm Bett haben wir über 2 Meter Stehhöhe. Also man kann gut stehen. Und auch hinten in der Nasszelle auch knapp 2 Meter Stehhöhe. Also hier, das Bett ist 2 Meter lang, man kann ordentlich drin stehen. So, ich gucke mal gerade in den Schrank rein. Hier haben wir auf der Seite Stauraum für Badutensilien. Auf der Seite ist es ein Kleiderschrank Ziemlich zum tief. Hängen und auch zum Legen. Hier auf der Seite. Toll.
Hier unten ist das Waschbecken für die Morgentoilette, dass man sich auch nach vorne, Zähne putzen, rasieren, nach vorne beugen kann. Wird das so gedreht. Und hier für die Toilette kann man ordentlich sitzen, ohne dass man irgendwie sich verrenken muss. Und wenn man auf dem WC ist, kann man sich zurückziehen. Eine Schiebetür. Wenn man Gäste hat, dass man halt. Was überhaupt nicht auffällt, sind die Hecktüren. Das haben wir eben gesehen, die sind so schön integriert. Sag mal, wenn ich dusche, habe ich einen Vorhang? Wie läuft das? Man duscht im Vorhang, da wird geknüpft. Ja. Und dann duscht man im Vorhang drin. Gut, das heißt, auch das funktioniert. Tankgröße? 120 Liter Frischwasser, 80 Liter Abwasser. So, Kompressorkühlschrank, der hat einen Silent Mode. Das was ganz Tolles. Der knapp 70 Liter Kompressorkühlschrank von Dometic. Der macht richtig kalt. Der macht richtig kalt mit Silent-Funktion. Hier sieht man es am Ohr, dass er leiser wird, dass man es nicht so hört. Und herausnehmbaren Tiefkühltruhe. Das heißt, wenn man mehr Volumen braucht, kann man das machen. So, jetzt kommt's. Müssen wir die Plätze tauschen. Bett sehen. Dann gehe ich mal ins Bad rein. Genau. Denn jetzt kommt die Metamorphose. Es werde Licht. Augenblick, ich zeige das mal gerade. Mach das Bett mal runter. Ist das schwer, Elia? Das Bett ist 2 Meter lang. Nein, schwer, das runterzumachen? Nein. Also ich zeige es dir nochmal. Ich kann drunter sitzen, wie man sieht. Also auch hier, man kann wunderbar drunter sitzen. Theoretisch könntest du oben jetzt ein Nickerchen machen und ich kann hier unten Fernsehen gucken oder ein Buch lesen. Das ist ungefähr so die Sitzhöhe in meinem T6, wenn das Dach unten ist. Das ist okay und hier oben kann ich komplett schlafen, habe ein richtiges Dach. Wir sind auf 5,26 Meter Länge. Dann hast du hier auch nicht die billigste Matratze genommen, denn Schlafkomfort ist allentscheidend. Du hast nochmal 2 Meter Länge Bett? 2 Meter langes Bett, 1,62 Meter breit. 1,62 Meter breit. Wenn du es jetzt mal hochdrückst, mach mal bitte. Wenn das Bett nicht mehr gebraucht wird, das wird hinten einfach so ein bisschen gedrückt und der Rest geht von alleine. Geht von alleine. Ja, das sind Gasstoßdämpfer. Nach ca. 20-25 cm übernehmen die den Rest. Genau, wenn du es gerade noch mal runter machst, mit einer Hand mal hoch machst, dass man mal sieht, dass es wirklich nicht viel Aufwand bedarf. Und von unten. Ein bisschen. Ja. So, ich stehe jetzt ein bisschen ungünstig. So, wie wäre es denn optimal, wenn du es hochdrückst? Das heißt, da wo du stehst. Da wo ich stehe. Genau, wir tauschen mal gerade, weil das sah jetzt so aus, als hättest du jetzt viel Kraft benötigt. Das war bloß ein sehr ungünstiger Winkel. Ja. Bitte nochmal. Ich kenne nämlich das Bett von einem anderen. Das Hoch und runter ist ganz easy. Okay, hier nochmal hoch. Macht. Aus dem, also hinten im Bad machst du das Bett hoch. Ganz komfortabel hoch. Okay, weil es sah eben wirklich schlimm aus, als hättest du. Ein bisschen so. Okay. Guck dir mal den Raum an. Das ist so krass, wie viel Raum du hast. Jetzt hier am Ende vom Fahrzeug, da haben wir noch ein bisschen Stauraum, für was auch immer. Und das ist, eigentlich hat man ab der Kante nur 2,60 Meter Platz. So, die Fahrräder würdest du schon jetzt hinten einen Heckträger drauf machen? In dem Modell, klar, hinten auf die Hecktüre, auf die rechte Hecktüre. Auf die rechte Hecktür, hat er gesagt. Komm, wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Hier vorne hat man natürlich noch Spüle, zwei Flammenkocher. Das ist hier die Küche mit Schubladen. Mit Stauraum für Töpfe und Mülleimer. Und hier ist noch ein Flaschenauszug für große, für Tassen und für Flaschen. Voll. Mich hast du überzeugt. Viel Platz auf 5,26 Meter, der HRZ Trend. Und da kommt der nächste neuer. So Gott will, in Düsseldorf Messepremiere der neue City mit Vorderradantrieb, 2 Meter Stehhöhe, 2 Meter Liegebett. Den kriegen wir aber vorher zu sehen. Den kriegst du exklusiv. Kriege ich exklusiv. So, dass wir das mal zeigen können. Nochmal bitte, was hat der nochmal für Extras? In der Serie, also der City hat nachher 2 Meter Stehhöhe, 2 Meter Bettlänge bei dem normalen L2 Dach, das heißt mit diesem Dach ohne Hochdach. Und das optimale Fahrzeug für die Städte. Das heißt, die Proportionen sind nicht ganz so unförmig, weil der ja sehr kurz ist. Wirkt das hohe Dach natürlich besonders interessant. Das Fahrzeug ist 3 Meter hoch, der City wird 2,85 Meter. 2,85 Meter. Das sind zwar nur 15 Zentimeter, aber das ist wesentlich. Also das sieht man direkt, oder? Also man hat das Bett nicht oben, sondern unten zum Rausziehen. Und somit ist das ein Handwerkerauto von der Optik. Also ein Handwerkerauto, da könnte man ja noch, wie gesagt, haben wir drüber gesprochen, sogar noch Stealth-Aufkleber draufkleben. DDPD, UPS, keine Ahnung, wäre es ein Hochdachkombi und würde einfach irgendwo stehen. Also ich baue für uns, für meine Frau und für mich für diesen Sommer ein City, weil ich bin selbst ganz heiß auf das Fahrzeug. Und das ist das optimale Fahrzeug für 2 Personen und Kurztrips, dass man mal sagt, 4-5 Tage mal weg und wieder zurück.
Ja, wir sind bei HRZ, Reisemobile. Ich zeige es mal gerade, das ist doppelter Boden. Elia, ja, wir filmen richtig viel. Wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Cut und dann, ja, wenn wir noch einige Fahrzeuge zeigen, das ist der? Tango. Der Tango, den werden wir zeigen. Dann werden wir noch zeigen diesen hier. Der hat eine Kabine mit drauf, der Casablanca. Und dann euer Bestseller, der Sahara auf Basis 316 CDI. Hier steht er mit einer Länge von 5,93. 5,93. Dankeschön. Tschüss. Danke euch. Tschüss.